Hallo liebe Zuschauer und einen schönen guten Morgen. Wir haben ja heute Donnerstag. Wir haben wieder ein tolles Wetter, blauen Himmel. Die Sonne scheint mir gerade noch ins Gesicht heute Morgen. Habe heute Morgen auch schon einen Livestream gemacht. Kann ich hier oben mal verlinken. Wenn so schönes Wetter ist, Extremwetter, so super Wetter oder mal auch schon schlechtes Wetter, mache ich ja immer gerne mal einen Livestream. Dann könnt ihr aktuell sehen, was auf Koh Samui los ist. Aber heute ist das Thema News Thailand. Mal sehen, was heute oder die letzten Tage in Thailand passiert ist. Wie immer nehme ich nur Relevantes, was für die Touristen wichtig ist. In Bangkok wird gemeldet oder beziehungsweise dann auch in Thailand Anschnallpflicht in Taxis. Das war ja bisher nie so gewesen. Man konnte einfach mitfahren und brauchte sich nicht anzuschnallen. Aber ab dem 6. November diesen Jahres gibt es eine Anschnallpflicht in Taxis. Da soll er darauf achten. Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, wenn die Polizei einen erwischt, dann könnte es bis zu 5.000 Baht kosten. Also so hoch ist die Strafe, die da drauf gesetzt ist. Ja, der Tourismusminister gibt bekannt, dass bis jetzt schon 1,08 Billionen Baht reingekommen sind durch Tourismus, internationalen Tourismus, auch inländischen Tourismus, also von Thailändern selber. Ist erfreulich, das ist eine Meldung vom 7.8. Des Weiteren von Bangkok kommt noch die Meldung, ist die meistbesuchte Stadt der Welt. Ja, wer schon mal in Bangkok gewesen ist, die reichhaltigen kulturellen Tempelanlagen, die Stadt an sich ist mega. Bin ja schon ein paar Mal jetzt da durchgefahren, auch mit dem Wagen, und ist schon beeindruckend. Da merkt man also, das ist eine Metropole. Ja, wenn man mal nach Thailand kommt, sollte man auch 2-3 Tage in Bangkok verbringen, um sich das mal näher anzusehen. Hier eine Meldung aus Pattaya. Arabische Touristen behinderten die Sanitäter, einen verunfallten Kuhweiter mitzunehmen zum Hospital. Ich hatte ja schon mal vorletzte Woche, glaube ich, gesagt, dass die Pattaya Polizei jetzt vermehrt Razzien durchführt bei Rollerfahrern. Die sind also in der Vergangenheit und jetzt auch wieder negativ aufgefallen, dass sie im arabischen Viertel Krawall machen. Die kommen meistens mit großen Gruppen an, die Kuhweiter. Und da ist eben halt einer verunfallt. Und da musste also erstmal die Sanitäter mit den einzelnen Leuten diskutieren, dass sie den mitnehmen konnten, weil er ja verletzt war. Und da hat man also den Rettungswagen in der Seoul auch behindert, wegzufahren. Die Anwohner beschweren sich seit einiger Zeit darüber, dass die Araber da immer Krawall machen. Aber die Polizei in Pattaya hat den Fall jetzt aufgenommen und untersucht ihn. Hier eine Meldung aus Hua Hin, die ist vom 7.8. Das ist die letzte, neueste von Hua Hin. Da will man den Airport also international ausbauen, dass man also den direkt anfliegen kann von Europa. Ist für die viele Touristen, die in Hua Hin wohnen, natürlich von Vorteil. Dann brauchen sie nicht über Bangkok zu kommen und dann rund 3 Stunden nach Hua Hin zu fahren. Mal sehen, was daraus wird. Hier eine Meldung aus Phuket, leider eine traurige Mitteilung. Da ist ein Vater von einem 11-jährigen Sohn ertrunken. Ich gehe also auch davon aus, genauso wie hier in Chaweng, dass da Unterströmungen sind, dass man also nach draußen gezogen wird. Und dann versuchen ja viele, diesem Strom entgegenzuschwimmen, praktisch um wieder direkt zum Ufer zu kommen. Aber das ist in dem Fall falsch. Man soll immer in 90 Grad zum Ufer hin wegschwimmen. Und dann das ist ja praktisch, wenn ihr jetzt das Ufer seid,
die Strömung geht nach draußen und dann ist es praktisch ein Wirbel und hier geht es dann wieder zurück zum Beach. Ihr müsst also in 90 Grad schwimmen zur Beach und dann kommt auch der Strom, der wieder zur Beach rüber geht. Ihr habt keine Chance dagegen anzuschwimmen, wenn ihr da in der Mitte drin seid, also achtet bitte darauf. Wie gesagt, es sind einige auch schon hier in Chaweng ertrunken aufgrund dieses Strömungsbildes. Ja, zu dem Unfall muss man sagen, die Behörden, die sind jetzt auch dahinter, dass sie also an den Stränden rote Flaggen denn aufstellen, wenn da Unterströmungen sind, weil schon einige Touristen da in die Brodoli gekommen sind. Also achtet bitte darauf, am Strand, wenn da rote Flaggen sind, geht nicht rein. Es könnte Lebensgefahr sein. Insgesamt sind nämlich in Phuket 5 Touristen mittlerweile ertrunken. Und das sollte ja wirklich jeden wachrütteln, auf die besagten roten Flaggen zu achten, die ich gerade schon angesprochen habe. Und parallel zum Ufer zu schwimmen, um aus dieser Strömung rauszukommen. Dann haben wir ja noch den Ölteppich in Phuket. Da hat ja wohl vor einigen Tagen ein Kutter oder ein Schiff jedenfalls Öl abgelassen und jetzt ist natürlich dieses Öl auch ans Ufer gekommen, an den Stränden. Da bekämpft man jetzt intensiv diese, ich kann nicht sagen Ölpest, ich kann das nicht beurteilen, wie viel das ist. Manchmal wird da auch ein bisschen übertrieben. Ich habe das einmal miterlebt in Rayong, wie ich letztes Jahr da war auch die Pipeline kaputt und ein riesen Ölpest und bla. Das hat man also innerhalb von ein paar Tagen mit Hunderten von Mitarbeitern, wer weiß woher, die Strände gereinigt und wie ich da ankam, habe ich nichts gesehen. Ich will das nicht jetzt runterspielen, das Ganze. Ist natürlich eine kriminelle Handlung. Man versucht ja auch jetzt den Täter zu finden, der da einfach anscheinend die Tanks da gesäubert hat und hat das Altöl abgelassen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsinsel Koh Samui. Ich hatte ja schon am Montag angesprochen, dass man ja schon seit einiger Zeit darüber spricht, dass man hier eine Brücke bauen will, beziehungsweise Brücke-Tunnel bauen möchte, über 20 Kilometer. Da war jetzt dieser Tage die Anhörung auch dazu. Da wurde das Projekt dann auch vorgestellt, unter dem Aspekt der Technik und finanziellen Mitteln und Umwelt natürlich. Dabei wurde auch der Kostenrahmen nochmal erläutert. Also knapp 34 Milliarden Baht sind da. Und das ist also nicht nur der Bau, das ist auch der Erwerb von Grundstücken, um dies zu ermöglichen. Die Studie, die jetzt vorgelegt wird, wird so 24 Monate dauern, bis zum April 2025. Und ja, dann mal sehen, wie es weitergeht, ob jetzt wirklich Samui mit einer Brücke 2029, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, soll sie dann fertig sein, angebunden wird. Das wird natürlich ein dramatischer Einschnitt sein für unsere Insel hier in beiden Richtungen. Also Positives wird jetzt hier auch hervorgehoben, dass in Notfällen natürlich ein Rettungswagen, dann nimmt man immer sowas gerne, viel schneller in Suratane ist, in der Hauptstadt, um denjenigen zu behandeln. Aber da gibt es ja auch viele negative Dinge, ob der Tourismus das so schluckt. Man hört ja auch schon von welchen, die also früher mal hier gekommen sind, wo noch kein Flughafen da war, dass die Insel einen ganz, ganz anderen Flair hatte. Also das Gesicht ändert sich und ja, leider Gottes kann man da auch nichts dran ändern. Die Zeiten ändern sich, überall finden Änderungen statt. Und wenn die Leute einen Punkt schön finden, dann kommen sie auch immer wieder zurück und dann kommen auch wieder neue dazu. Und man will alle bedienen und alle möchten gut Geld verdienen. Ja, und dann ist nachher der Flair irgendwann mal weg. Mal sehen, wie es da weitergeht.
Bei den letzten News hatte ich ja angesprochen, dass eine Feuerwerkfabrik in Chiang Mai hochgegangen ist. Am gleichen Tag ist auch hier im Süden eine hochgegangen. Nur ist jetzt in Chiang Mai, da sind 12 Menschen gestorben. Und ich glaube, über 200 Häuser sind da in Mitleidenschaft gezogen worden. Das war also ein richtiger Kracher. Und man hat die jetzt verhaftet. Ja, das sind die News, die ich also ein bisschen selektiert habe, die für die Touristen interessant sind. Es gibt natürlich noch viele andere News, da will ich also euch gar nicht mit belasten. Politik und was sonst hier noch außerhalb der Tourismusbereich geschehen ist, das soll es also gewesen sein. Hier eine Anmerkung zu unserem Kochstudio. Ihr habt ja berichtet, wir sind dabei, hier eine Außenküche zu errichten. Die ist schon fast fertig. Und jetzt kam doch die Bitte von Winat, dass ich doch mal die Zuschauer frage, was sie gerne gekocht haben möchten. Es kamen ja schon mal so kleine Anregungen. Wahrscheinlich sind das Junggesellen. Es soll also einfach sein, aber trotzdem den Flair von Thailand haben. Schreibt doch mal hier unten in den Kommentaren, was ihr gerne gekocht haben möchtet, damit ihr das dann auch nachkochen könnt. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Übrigens nicht ausschalten oder beziehungsweise wegschalten. Jetzt nach diesem Video kommt dann ein Film von Oma. Das war also eine Überraschung. Da seht ihr hier auch schon die Überschrift bzw. das Startbild. Hat was mit den Ratten zu tun, die bei Oma sind. Eine unschöne Sache. Aber schaut euch den Film an. Wir sehen uns bei den nächsten Filmen. Tschüss.